Ja, dat eerste wil ik een klein beetje erklären hier, de 12 Stoopen. Ik had het hier aan de wandtafel aangemalt. Wat meint dat 12 Stoopen? Ik weet dat Champel her, geloof ik, van de AA-groepen, die hadden 12 Stoopen, waar ze kunnen durchgaan en waar ze kunnen zich loshelpen van ihre problemen, ja. En daar schijnt es dat een wereldmoot geworden reden van die 12 Stoopen. En zo heb ik dat ook wieder genomen als ik im Centro schaffen deed. Dan hadden we nog maar een ander programma, dat weer ook 12 Stoopen. En nu heb ik nog zelfs wat opgesteld. En niet dat ik dat alles zelfs had kunnen uitdenken. Vele dingen zijn mij bijgevallen, ja. En vele dingen hebben we in Gottes woord geleerd. En vele dingen beleven we met mensen. En daarop heb ik fresh wat opgesteld, wat ik geloof, wat van deze dag voor ons Mennonitentum goed weer. En ik word het klein beetje overgaan, van daar wil ik aanvangen hier aan je, bij de Stoop 1. Ik ben verloren. Ik zie verloren. Dat is ons aanvang, ja. En dan de tweede Stoop, ik kan niet ohne Gott. So wie willen van daar een beetje thema hebben van wat ons verlorene toestand is. En dat we klaarmaken, we kennen niet ohne Gott. De derde Stoop is, ik zie mij ganz eine Vergebung. En de vierde Stoop, verandering op depression. Depression. Dat wordt de vierde Stoop zijn. De vijfde Stoop, onze vertwijfelde geloofserziehung kunnen zijn. En de zesde Stoop, leefst du wat du geloofst. De zevende Stoop, wat is dein Ziel. De achte Stoop, Geldverwaltung. De negende Stoop, wat zie ik te God? De tiende Stoop, waarom zorn en twijfel? De 11e Stoop, de gemeenschap van gebed. En de 12e Stoop, zeugen. Zo, dit zijn zo stopen, wat we een beetje hadden overschrift genomen, omdat we weten waar we aanvangen en waar we gaan. Zo, in het ganze programma namen we van Jebungenhet tot de Friehet. En waar vingen we dat? Lukas 18 en Jesaja 61:1. Zo kort een beetje erklärt, wat ik dat zal, wat de timers zullen zijn. En dan willen we zeggen, dat we irgendwas leren kunnen doen. Klein beetje een Zeugnis geven, wo we in deze Stoop entstanden zijn. Besonders het eerste thema. Dat heeft te doen met some van de belevenissen wat ik gemerkt heb. Aantal jaren terug, ik zal vielleicht zeggen 20, 25 jaar terug, daar leidt God mij maar eenmaal aan depression vallen. Ik dacht niet dat ik nodig had dat te beleven. Ik zie van jong op aan, hou ik me van zeer positieve, actieve persoon. Ik had veel kracht en ik had een sterke willen. En ik geloofde ook een sterke volbrengen. En ik geloof wel, ik weer vielleicht ook een beetje hoogmütig. En vielleicht wil ik ook zeggen. Denk je dat ik weer maar beet? Maar door ben en onze arbeid op een mission, maar eenmaal valt ik aan een depressie aan. Ik wist niet wat met mij passiert. Er werden zo'n Fehler an mij binnen wat ik niet kan, en dat werd charpelig. Niet bloos charpelig, dat ging zeilig ook geestlich nemen. En daar ik dort heb ik zei gestudeerd en zei gehoord en gecheckt. En ik vond dan maar eenmaal dat ons geveilsleven een zeer grote rol spelen in ons leven. En op dat wil ik de eerste stap ook eerstens, wer zijn we? Oder wat zijn we mensen? We vingen een paar versen in de Bijbel, waar het klaar zijn dat wer we zijn. Eerste part vingen we van 1. Mose 2:7. Dat zegt dat God maakt een mens van een Erdkleiter en hij bloos hem een levende odem aan een neus aan. Dan zegt hij is een zuil. Zo hier vingen we, dus een charper wat we hadden is van Erd gemerkt. En we vingen de zuil. Wer bist du van jou? Wel, ik wil zeggen, du bist van jou een zuil en du hast een charper van Erd. Zo de zuil is dat weggepoort, en we vingen dat in de Bijbel, dat de zuil is een eeuwig ding.
Als het een denker is het niet, dat hebben ze een andere valley, jo. Dat is wat. Dat is something aan ons wat we maken door de eerste. We kunnen niet erklären hoe dat krijg is, wat dat krijg is en wat dat krijg is. Maar we weten dat is toch. En we nemen dat manchmal een leven. En dat is niet bloos een natuurlijk leven zoals vee. We hebben nog wat anders aan ons banen als het vee heeft. Jo, zo kan ik dat zeggen. En hier is wat eeuwig leven, wat de Bijbel zegt, wat God zelf zegt, wat du en ik zijn. En dit voert dat erklären dat we wat wichtiger zijn als een stuk vee. Oder ein Tier, irgendwas abnehmen will. Oder sogar als ein scherpeliger Mensch. Wir haben was Wichtigeres an uns, scherpeliger Mensch, was wir wirklich sind. Und das ist, was wir das einfach finden. So, und wenn ich hier nur das Bild wiesen da, weil ich ein klein bisschen erklären, wo ich das gefangen habe. Das bitterste Rundraum, ich habe sein, als uns bitterste scherpeliger Mensch, wo wir uns hier auf dieser Welt kennenlernen, wo wir loten, wo wir sind und was wir tun, ja. Das ist der scherpelige Part, was wir finden tun. Und dann haben wir das fleischliche Part, das ist endlich, was passiert ist am Garten Eden. Gott hat uns nicht gemerkt, mit dem Part. Gott merkt uns ein Scherper und er bloßt uns ein Leben an. Und dann sind wir eine Seil. Und diese Seil, was wir sind, ist dort, was in Ewigkeit angeht. Das stirbt nicht. Dort, wenn wir worden sterben, als Scherper wird sterben, kann ich sagen, dann wird uns Leben, was wir haben, rücktrat in den Scherper. Und das wird eine Ewigkeit angehen. Das wird Ewigkeit, kann ich Ihnen nicht erklären, was das ist, wenn es mein Verstand direkt nicht wie noch. Gott ist ein ewiger Gott, heißt, immer gewaßt und wird immer sein, und das, was du eigentlich nicht begreifen kann. Wir sind gemerkt mit uns Verstand, dass wir bloß Zeit begreifen. So ist es mit dem Mond, ja. Und dieses Seil, was wir haben, ist so bewahrt, was da ewig bleiben wird. So, und das, was ich sehe, ja. Und Gott merkt den Körper und er merkt das Seil mit dem Geist. Diese drei Finger. Leib, Seele und Geist. Was ist hier passiert? Wer sind du und von der uns? Wir haben da an uns Körper, ja, Fleisch, ja, Natur, ja, was ich noch alle sage, ihr kleiner Mensch, da habe ich was angekriegt, was von der teuflischen Macht kommt. Und da weit wir das im Garten Eden passiert. Die Geschichte weit ja alle, wo Gott sagt, da werden zwei Bäume im Erdl im Garten, und von das ein Baum soll die nicht hätten. Warum nicht? Wenn es dann war, je sterben. Und das, wo das passiert ist, das, wo einfach das erste neugierig war, nach dem Baum, und der Teufel, wie so eine Schlange an dem Baum, und erklärt einfach, natürlich, wie können sagen, fleischlich, was wir sind. Und wo wir hier sehr klar anweiten, dass wir fleischlich sind, ist da, wenn es die Schlange, die jucht uns diesen fleischlichen Sinn an, mit was die da sagen. Wie können sagen, der Teufel das? Und was wir hier fleischlich sein ist, dass der Teufel der sagt, du wirst nicht sterben, du wirst klug worden, so ist Gott. Und weißt ihr, fleischlich denken ist der Teufel reich. Wenn es Adam und Eva aten von der Frucht und sie gingen wieder so zu leben deuten. Aber das Ewige, das Seilje kann sein, wo unser Seil ist, die starb. Das ist die Gemeinschaft mit Gott. Das ist die Gemeinschaft mit Ewigkeit. Die starb da. Die wird plötzlich tot. Und das fing wir auch in der Mose geschrieben, dass dieser Sinn, was da angesteckt wird durch die teuflische Macht, dadurch sind du und ich alle doodgeboren können sein, ja? Verdammt, verflucht durch diese teuflische Macht. Und da ist das fleischliche Part, womit je kann sein, der Teufel, der jucht uns das nennen. Und wenn uns das passiert wird, dann wird unser Seil endlich die seelische Gemeinschaft, die ewige Erkenntnis, die wird durchkriegt dort.
En daar zijn een paar tekens wat we klar hebben, wat het bewezen hat. Einer las ganz einfach, dat zegt in de Bibel, een paar vers verder, dat zegt het, Adam en Eva werden nervig en zij schämden zich niet. Dan ze zin gedaan had, dan zegt het, zij zagen, zij werden nervig en zij schämden zich. Dat wordt het amjanat weer. Eerst zagen zij niet mal dat ze nervig werden. Dat wir bloß, zoals Gott het gemerkt had, correct, perfect recht. Durch diese Sinn sagen sie, was reich in orde ist. Und warum sagen sie das? Wenn es die Gemeinschaft mit Gott wieder tut. So was passiert? Adam und Eva gingen und verstärken sich. Sie versuchen sich von Blättern mit Kleider zu merken und Rande Wachen verstärken sich. Warum deden sie das? Gott hat jetzt gemerkt. Aber diese Sinn macht das Angst von Gott, das macht das Schämen von Gott. Und da raubt Gott mit einem Adam. Schließlich fängt er an, ach Gott, was gut für Adam wir. Aber dort kommt Adam über Deel und fragt, hast du von dem Baum gegessen? Weißt du, was Adam sagt? Die Früh, was du mir möchtest, die gab mir nach Gott. Dann fragt er die Früh, die Schlange, was da wir, die bereden mir nach Gott. So weet je wat, dit is een teken, een zeer klare ding, wat du en ik van der und seine kennen, wo wir von jong af aan bijna zijn. Sommige mensen zeggen, wenn Adam en Eva mal nicht hadden, von dort gegeten, dann dürfen diese Millionen Menschen nicht alle an dit jammer zijn. Maar wenn wir bloß an denken an, wer du en ik zijn, wo wel wie Adam en Eva beschuldigen, maar dat wat du en ik alle gedaan hebben. Ik geloof, we had geen oorzaak, een klein beetje, naar Adam en Eva te wijzen. Wens we zijn in een ganz correct zelfs gelegen. Dat is wat we van daar willen zijn. En dat is waar we van onze Jebungenhet komen, wanneer we los zijn. En wanneer we nog niet los zijn, dan zijn we nog aan deze Jebungenhet. En dit is een vloeg van de eeuwige dood. Dat is eindelijk waar we zijn, ohne dat wat Jezus gedaan heeft voor ons, ohne wat God ons gegeven heeft, ja. En dat is wat we brokken eerst herkennen. So, wo zijn we nog deze feierding? In Römer kapitel 7, vers 15, dat is wat dit zeer klar bestoken heeft. We als mensen, we hebben alle van deze zin omgeeft verzoekingen. En niet bloos verzoekingen, we hebben alle met die verzoekingen metgegaan. Fingen we in Römer kapitel 3, da sagt er, du hast nicht ein Gerechter und nicht einer. Wir sind rein alle Sünder, wir sind eben so eine Menschen, die nicht mal nur Gott fragen. Und was meint das? Wer ist der Mensch? Das ist das fleischliche Mensch. Das Port, dort ist das. Die fragt nicht nur Gott. Unsere fleischliche Natur ist niemals geneigt, nur Gott zu fragen. Wir wollen alles selbst uitfiguren und wir wollen alles selbst durchführen. Und even met ons zinderleven verzeker we nog, eerstens die zin toe te denken, danach verzeker Schmack zu reden, und all diese Dinge verzeker we te doen, wenn wir fleischlich sind. Krijgt es der Teufel wieder. Und was passiert dann? In Römer 7, da sagt Paulus von sich selbst, und er ist ein Kind Gottes. Er schriftet, und er all ein Kind Gottes, wie wir bekeert. Da sagt er, ich doe dort, was ich nicht will. So hier will ich Ihnen bitte erklären, dass du weißt, wer du bist. Ich doe dort, was ich nicht will. So mein fleischlicher Mensch, der ist hochmütig, der ist groß, der ist beleidigt, der wird doll, was immer wir das wollen. Der hat noch Last, der will viel Geld haben, der will alles bloß, ich. Das ist, was wir sind. Und niemals du glauben, ich zie het kliekste, ik zie het rijkste, ik zie het sterkste en ik zie alles. Dat is wat de Teufel wil hebben. We zullen geloven waarom, wenn hij had met God en vet gehad im Himmel. En dat is waar God allemaal uitstapt. Nu wil hij ons en heeft ons dit aangegeven. Dat is wat we zijn. En dat is wat Paulus zegt,
Ich doe dat wat ich nicht will. Und wenn's der Teufel an sie Macht genommen sind, haft, Romans, dadurch erst, wer ich wirklich sieht, dass die Seil mit den Jäster bin, weil Römer 8, Vers 5 fingen, wer jästliche Sonne ist, der ist jästlich, wer fleischliche Sonne ist fleischlich. So hier sind diese vier Dinge. Wer jästliche Sonne ist, der ist von Gott, wer fleischliche Sonne ist vom Teufel. Nu, wenn wir gefangen sind, genommen von diesem Teufel, ist unser Seil ein doder Zustand. Das ist, was wir sind. Und dann, was braucht wir? Das muss wir Zustand, das ist, was Römer 3 sagt. Und Paulus sagt, kriegt das. Er sagt, ich tue das, was ich nicht will. Und das, was ich will, das tue ich nicht. Er redet hier von zwei Acts. Er kann das hier. Und weißt du dann, was ich befehle, was du selbst ist? Soll ich das tun oder soll ich das tun? Mir jankert das, aber nee, ich will das nicht. Dann kommt ein anderer und sagt mir dann will ich noch zurückknallen, aber nee, dann will ich eigentlich nicht. Aber ja, dem fehlt zu wissen. Aber no, ich will nicht. Und das ist der Fakt, was wir haben. Das ist unser Kampfleben, wo wir Beine sind. So, und was ist hier passiert? Gott hat Jesus geschickt. Und ich will dort einmal nächste Klasse an. Von der wir ein klein bisschen erklären an das Gefühlsleben, wo wir Beine sind, dass wir weiter, wer wir sind. Und dann, das ist nicht, dass ich nicht will Hoffnung geben, von der zu leben. Wenn es dort nie gebunden ist in Erfüllung geworden, was wir an Lukas Feier fingen tun. Wir sind nicht in der angenehmen Zeit. Aber wieder will ich Ihnen erklären, was wir fingen an das, was Paulus schrieb. Er sagt dann, dort, was ich nicht will, dort tue ich. Und wenn ich dort sein kann, dort, was ich nicht will, dort tue ich. Dadurch kann ich hier als jetzt mal einmal sein, dass das Gesetz, was Gott gemerkt hat, dort ist mit zum Nutzen. Wenn es durch das Gesetz, durch das er sagt, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht einbrechen, dadurch war ich als jässlicher Mensch an, dass ich sie verloren. Dort wies mir der Sündezustand. Dort wies mir, ich kann allmählich reich sein. Ich habe versagt, aber ich kann nicht. Das ist gleich, was er sagt. Ich will dort, aber ich muss tauschen, ich kann nicht. Dann sagt er, dort gibt es die Erkenntnis hier, dass wir wirklich unter Gott im Gesetz sind und von der teuflischen Macht umgeben sind und dass allmählich in uns selbst seine Himmelsgeräte werden. Dann sagt er wieder, also fing ich, dass ich mit meinem fleischlichen Mensch, diene ich dem Teufel und mit das Jesseljahr verlange ich noch Gott. Dort fing wir in Römer Kapitel 7 von 15 wieder. Und da sind mehrere Verse von das geschrieben, aber er schließlich mal einmal sagt, ich elender Mensch, er sieht dort. Wer wird mich loshalten von diesem teuflischen, kann man sagen, fleischlichen Körper? Wer wird mich loshalten? Ich elender Mensch. Wer wird mich erlösen von den Leben des Todes? Und dann sagt er hingeran, ich danke Gott. Durch Jesus Christus ist die Wahrheit, dass ich loskommen von dieser Gefangenschaft. Und dann werden wir noch auf Epheser 4 gehen, wo es ganz klar sagt, dass Jesus ist raufgekommen, diese Gefangenschaft, der hat er gefangen geführt. Er hat diese teuflische Macht, die Kraft wahrgenommen und er hat die gefangen geführt. Und dann hat er uns Gove gegeben. So, das ist die Bekehrung, ja. So, nu werden wir ein klein bisschen wieder angehen, dass wir erkennen, wer wir sind. Ich finde dort natürlich, sind wir und gemerkt von Gott, von einem Erdglieder. Und wir wollen dort ein klein bisschen betrachten, wo wir von dir und gemerkt sind von einem Erdglieder. Wo bist du da, um ein Erdglied an? Und der Mensch würde sagen, ich merke mal Mensch. Wie würde ein bisschen so formen, als ein Mensch sitzt? Und dann würde der Mensch dann sagen, okay, ich mag dem noch leben. Wo ist das dann?
So hier sei wie eine Allmacht Gottes, was wir nicht mal begreifen können. Ich kann nicht und die können auch nicht. Noch so vollständig, als wir wirklich gemerkt sind. Aber das ist, was wir hier finden. Natürlich sind wir von ihr gemerkt. Und dann sagt er noch, Johannes 3, Vers 6, hier redet er von den natürlichen Menschen, die kann das Reich Gottes nicht verstehen. So, da müssen wir auch an denken, wir sind gemerkt für das Erde, kriegst du es erst sein, wie weit nicht, was Ewigkeit meint, wie weit nicht mal, was Gott seine Weisheit ist. Ans Verstand kann er nicht begreifen. Und wie weit auch nicht kriegt, was das Wort säulig meint, wie weit nicht mal kriegt, was eine Säule ist. Und als natürlicher Körper, können wir merken, dass even de dokters, wat ons allebei operiert haben, verstanden allebei, und die fingen keine Säule an uns. Ein Doktor hat mal gesagt, dass der Mensch hat keine Säule, wenn er hat allebei den Mensch operiert, und er hat ihn noch nicht gefunden. Und dann sagt das Christ, okay, dann weißt du auch sehr viel, und dann war ich bloß neugierig, wenn du den Mensch allebei operiert hast, weißt du dann, wo er seine Weidung hat? Na, das wirst du auch nicht, der hat auch nicht gefunden. Haft ihr euch Weidung? Ja, der haft. Okay, dann haft ihr auch eine Säule, wenn sie auch leben. Und das ist ein einfaches Ding, wie weit das ist, aber wie weit nicht wollen, wo ein Wort kriegt. So ist immer der Ewigkeit, so ist immer der Heil, so ist immer der Himmel, wie weit das ist, woran, wenn es die Bibel sagt. Aber wo das was sein, das weit wir noch nicht. Bloß dort, was die Bibel sagt. Das ist, was wir weiten. Aber nicht aus Erfahrung, so ist uns Verstand planen hat. So, das ist der natürliche Mensch, und der vernimmt das Reich Gottes nicht. Aber der seelische Mensch, ja, was wir wirklich sind, da ist, wo du und ich kennen, das ewige Leben begreifen. Habe ich da mal gedacht. Deep in ons Hort, wo unsere diepe Gefühle sind, und ich kann nicht gerade erklären, was. Aber ich weiß, wenn du bekehrt bist, dann hast du was davon belebt. So ist ja Jesus selbst sagt zu Nikodemus, dass der wahre Geburt, der ist so ein Wind. Du weißt nicht, von wo der kommt, du weißt nicht, wo der Hahn geht, aber du weißt, der ist da. Dort weißt, wie man bitte wendig ist. Und das ist ähnlich, so ist unsere Seele ist, ja. Wir haben seelische Gefühle. Wir nennen das manchmal emotionale Gefühle. Die Hüse in der Seele. Und das sind diese tiefe Gefühle, was du und ich in jeder eine haben, als du ein Kind Gottes besser nicht, aber der oberste Rebbe, der oberste Teuf, der hat Tide, wo einmal tief in der Seele Verlangen hat, diese Friehet zu haben, so es Gott angemerkt hat. Wie merken wir dass wir haben was oder wir sind was uns verdorben ist. Und viel von den Dingen, was verdorben ist dort, was wir getan haben. Dort macht uns verdorben, bang und verloren feilen. Und das ist das seelische Port, was du und ich wirklich sind. So, das natürliche Mensch kann das nicht begreifen, wir können das nicht mal gescheit erklären. Das ist so gut, dass ich das kann erklären. Weet je wat, meine Beziehung würde ich wirklich vertalen. Und da habe ich was belebt, was Reinhold Taub mich nicht an Fuß nehmen. Ich habe das ganz klar, dass an mein Hort passiert wird, was das ist, als ich mein Verstand nicht kann erklären. Da wir eine tiefe, wertvolle Friede und Freude in mein Hort. Durch Wort, durch eine Erfahrung, wo der Herr Jesus sagt, komm, du bist gerat. Das will ich reich nur schon. Wenn du das nicht belebt hast, das ist da. Aber wenn du noch nicht belebt hast, dann weißt du, wo du noch bist. Dann bist du noch verloren. Dann hast du noch das Angst, verlorenet, verbiestert, ängstliches Gefühl, wo du immer wieder denkst, was, wenn ich verstorben? Warum denkst du dort? Wenn du eine Kuh wirst, dann wirst du dort nicht denken. Aber wenn du eine Seele bist, was ewig ist, da werden kommen diese Gedanken an, da werden planst du dort, da werden direkt die dort. Und das sind dann, dass du bekehrt bist oder nicht. Aber wenn du stille ist oder liegend ist, dann geht dein Hort gebos, ja. Dann werden deine Ohren rot und dein Gesicht wird rot. Das ist was passiert, wenn du das woran. Barat je noch still. Glaub je nicht mehr an Gott. Sieh, ich habe ihr allebei die Macht. Warum das so steht? Wenn du bist eine Säule, was ewig ist, diese Säule, die hat von der und bei jeder Mensch noch ein Verlangen, diese Freiheit zu sein.
wenn es dort sind, Gott ihnen. Und wir haben als seelische Menschen entschlossen, den Teufel zu dienen, und wir gehören zu Gott. Ezekiel in der ersten Vers, da sagt er, wenn die Seele sind alle meine. Ich habe ihn gemerkt. Das ist, was er da sagt. Warum? Wenn ich sie dien Gott, ich habe die gemacht, und ich will die lesen. Okay, das sage ich nicht in Ezekiel, das ist in Jesaja. Aber diese Dinge, die finden wir so ganz klar, und da ist so Charakter, das dann schafft. Und wenn du klar hast, dass du eine Seil bist, dann wirst du mir einmal sehr viel mehr wert worden hier auf der Erde. Und das war ich jedenfalls sagen. Die sind eine Seil und die Handscharpe, viele Menschen sagen, ich habe auch eine Seil. Wenn es die Bibel lehrt, dass wir haben eine Seil. Weißt du, was die Bibel lehrt? Wir sind eine Seil. Und das macht den Unterschied, was wir denken. Wenn du wirklich den Wert an den seelischen Leben an hast, dann hast du eine ganz andere Aussicht über das alles tut. Und du hast einen Körper, was hier lebend ist, und da ist die Seele, was da Entscheidungen merkt. Weil wer merkt die Entscheidung? Klein bisschen erklären, ich würde sagen, uns Körper, uns natürliche Körper ist der Körper für die fleischlichen Entscheidungen, und unsere Seele ist der Körper für den Geist, können wir sagen. Die Seele ist, was im Himmel kommt, in der Hall, und der Geist ist, was entscheidend ist, was die haben will. Uns Geist. Und weißt du, dann haben wir noch ein Vers, was die Bibel lehrt, Gott ist Geist. Römer 8, Vers 18 redet Wort davon. Und wir haben einen klaren Vers, die wir abgetekenen, finde ich nicht so hastig, aber es sagt ganz klar, dass Gott ist ein Geist. Dann haben wir das Vers, wo es sagt, dass er hat uns zum Ebenbild gemerkt. Das ist das andere Ding, was sehr wertvoll ist zu weiten, dass wir liegen Gott. Und wenn du willst Gott kennenlernen, kannst du das Beste mit dir selbst kennenlernen. An Wahrheit. Wenn du wirklich wirst checken, wer du bist an Wahrheit, du hast, wo du Gott das Neueste wirst kennenlernen. Am Geist. Und diese Entscheidungskraft, was du hast, was du in der Seele bist, du machst eine Entscheidung, ob das Fried, was deine Seele verlangt, eine Entscheidung, ja zu sein, zu dort, was du kriegen kannst. Du hast, wo du Gott wirst kennenlernen. So, nächste, wenn wir ein bisschen fleischlicher Mensch betrachten, dann fingen wir Römer 8, Vers 5 und 6. Hier redet von fleischlich, woran Gott schon gefallen hat. So, das fleischliche Part ist dort, wo Gott schon gefallen hat. Und das ist, was die Kinder von kleinen Bahn sind. Wo immer kleine Kinder sind, die sind wie Nächste. Und wo immer fleischliche, große, alte, weise, Chinese Priester, und wo immer wir abnehmen, weil fleischlich sind, die Nächste auch. Halt sich gerade Glück. Wie glauben wir sind viel kleiner als ein Kind, und wie wir sind manchmal korrekt als ein Kind. Warum? Wenn wir sind fleischlich, wo Gott schon gefallen hat. Von jung an. Und das ist die Gefangenschaft, was wir haben. Und weißt du was? Ich sehe dir schon, Jesus hat diese Gefangenschaft gefangen geführt. So, ich will dir nicht hopeless hier was verbringen, aber ich will dir sagen, dass wir erkennen, wer wir sind. So, dann gehen wir in uns Seelische. Okay, hier haben wir ein Ding. 1. Mose 3, 1-7. Da sagt die teuflische Fleischlichkeit, woran Gott schon gefallen hat. Und das, was wir da Krack fingen, dann wird diese Schlange da einfach sein. Und Gott wisst, da wird die Schlange. Da wenn ich da nicht von. Er wisst, dass die Menschen wieder daheim gehen und Frauen, und dann sagt er, eat nicht davon. Warum meint er eten? Was wäre von der Frucht? Das wäre nicht ein Apfel. Some Menschen sagen, es ist ein Apfelbiss. Die Bibel redet nicht von einem Apfel, die redet von einer Frucht, was Erkenntnis jaft von guten Beis. Der Baum durch eine Frucht, dort die Erkennenheit, was beiset ist. Gute doch, beides. Die Unterschied, ja. Und das ist die teuflische Macht. So, das Fleischliche hat Gott schon gefallen. Und so, nu will ich die sagen, und die bechecken was, jeder bet Fleischliche, was du das, weißt du, Gott hat das schon gefallen. Jeder bet akket, was du das, hat Gott schon gefallen. Jedes Mal, wenn du deine Beleidigung flehen das, hat Gott schon gefallen. So, jetzt haben wir selbst mal checken, wer wir dann sind. Was tun wir? Und
Weet je wat, ik wil zo weit gaan, als wanneer ik en du een kind Gottes zijn. Wie moet je danach waren, dat immer waren dat vleesje erin komt. Dat is wat Paulus zegt. En dat is waarom Paulus uitschrijft en zegt, wer wordt mij erlezen van dit? So, dus bloos dus een weg, wat losmerken dat van dit, dat is dus geloven aan Jezus Christus. Dan zegt hij, also weet ik, hoorst mal, also weet ik, dat met mijn geest dien ik God, aber met mijn vlees dien ik dem Teufel. Weet je dat ook? En ik wil je dat zeggen, wanneer du vandaag naar waar hast een kampf gehad, of du hast wat damit geredet van andere mens, dan weet je dat komt het im Fleisch. En wanneer du weet dat komt het im Fleisch, dan weet je ook, du hast dem Teufel gedient. So dat heeft zich een beetje schwierig, niet? En dat is krijg wat Paulus maar eenmaal zegt, aber wer wordt mij nog maar loshelpen van dit? Dan zegt hij dat. Bloos durch Jezus Christus, ohne die Gnade. En dat zegt niet maar unbedingt, dat we worden ganz loskomen op deze eerd van onze vleeselijke natuur, wenn we leven hier. Aber dat zegt, du hast nicht mehr eine Verdammnis über dort, wann wir im Geist leben. Dat is een Römer 8 verschijnt. Je krijgt zo wieder. 24. Vers is dit, en dan de eerste vers in Römer 8, du je krijgt dit wieder, en zegt, da weet je wat? Wanneer du was aan Christus zijn, deze genade aannemen, dan is er geen verdammnis niet meer over die, op die bedingung, dat die geestlich levend is, niet vleeselijk. So dit is wat we broeken te herkennen, wer we zijn. En wer bist du? En wens Paulus dat zegt, zo broek we te zijn, dat we aanzien uit ons zelfs, waar we niemals gerecht worden voor God. Dat is geen weg voor. Waarom niet? Wenn de Teufel heeft meer kracht als du en ik hebben. Onze Fleischlichkeit kämpft von dem Teufel. Wo wir fleischlich Kraft haben, jenem Teufel zu gehen, was sein Greitschaft ist, allmählich. Und das ist, warum Gott das in Jesus schaffen hat. Weet je, we werden een klein beetje overgaan met dit gevoelsleven. En jij zal je poten nog Römer 8 vers 16. Hier redt het van de geest en de mens en die ähnelt God. So am geest, en ik wil zeggen, diep in die hart, waar du verloren en verbiesterd feils. Door als een geest en die wat een entscheidung maakt, ik wil zo gern bij God zijn. En door als waar du kannst God kennenlernen. Ik zei, de diepste gevoelen. Nu wil ik een klein beetje van depression reden, want ik had het beleefd. Wat mij maar eenmaal kracht gaf, jende gevoelen te gaan, dat we daar waar ik maakt aan mijn hart, had ik ganz klaar. Ik wil God in. En daar geeft mij dat maar eenmaal een licht, dat God du weet wat ik wil. Du weet mij verlangt naar die. Die zekerheid dat hij weet, mij verlangt naar God. Door is waar ik deze connection kreeg. Door is waar ik gelotenheid kreeg over mijn vleeselijke mens. En dan zeg ik, dan ga ik naar die klaarheid. En dat is wat we broeken. Du brukst naar deze klaarheid. Dat du weet, God heeft die gemerkt. En hij heeft die een zeil gemerkt. Wat er ganz rein weer. En uit die reine, jettelje zeil. Is wat mij verlangt heeft. Wat hij mij gegeven heeft. En ik had durch mijn vlees die zeil angst gemaakt. Gericht gemaakt. En in die klaarheid heb ik deze Stoopen nemen en verwaarts gaan. Dit zijn alles gevoelen, joh. Johannes 4:24 zegt, God is yes. Dit is vast wat je zal zijn. Also zei we, dat we mensen, we hadden te doen met 4 soorten van gevoelen. Eén is de charpelje. Eén is dat vleeselijke. Andere is dat zeilige en dat geestelijke. So nu deze gevoelen waar we nu mal nemen, wens vele van ons, we rechten ons waar we feilen. We rechten ons nou, waar du mij bedreigend is, dan nou feil ik te die. We rechten ons wat van de boodschap hier, waar ik mij dat feil, gelijklich, gelijklich, en dan maak ik dan een entscheidung. Dat heeft allemaal met gevoelen te doen. So, eerstens, die natuurlijke gevoelen is charpelig.
Wenn du Bockweidog hast oder Kopfweidog hast, dann det din Charp away. Wenn du den Fingerschnitz oder Plotchils, dann det die den Charp away. Das sind Weidog von Charper, was Gott uns gemerkt hat, zum Nutzen, für dass wir uns in Charper beschützen können. Das nächste, weil ich rede von das Fleischel, ja, und das sind die Aktnatur. Beleidigt worden, dull worden, rechnen, stehlen, Suppe, Last, Fleischeslast, Jankers noch fallen, Aufjaten deine, was immer wir an. Weet je dat je vrein alle je vielen? En dat is interessant, want we willen nu het vleeselijke part nemen, wat ik eerst al zei, want u steelt ze leeg, dan dat die een sharpe action maken op dat, die hat jet boos, ja. Mijn vriend telt me een jaal wat het dal wordt, wat furchtbaar dal weer, en je had 130, wat je weinig 72 en 80 has. So dat Fleisch arbeitet so in den Charper, dat die Charper fängt an gewaltig zu toben. Ein Mann, der wird so dull, dem wird mit einer Ambulanz zum Hospital geführt. Und der Doktor sagt, wenn er den nicht hat, kann Pallier wieder gestorben wird, seine Wut. Wenn es das hat, gehen kann, ein Tag nicht. So, hier sind Connections mit das Fleischliche viel nur den Charper. Und das ist all dort, wo Gott schon gefallen hat. Na, der nächste gehen die Gefallen an von unserer Seil. Dort sind diese Duipen, weet je, ik wil je verzekerd erklären, diese Duipen, zeilische Gefeiler. Und diese Seil, die feilt Angst, verloren, bedrängt, unheimlich. Dat is een duipetje veel wat we hebben. En deze Seil omgedreht, wanneer Gott seine Wahrheit des, dann fängt die Seil an glücklich, Fried en Freiheit te veilen. Hij dat beleefd. Dit zeilische gevoelen. We reden manchmal van een mens die zeilenangst. Some namen dat nerventrouble. En wanneer ik met wem red wat er een depression is, dan vraag ik, hast du zeilische angst, of hast du charpel jaru? Dat is verschieden. De meeste weten voets van wat ik red. So dat is een zeil die heeft geveilen. Dan het nächste hebben we de Jest. En dit Jest is wat Entscheidungen maakt op deze Gefeiler, krijgt es dat Fleisch staat. En de Jest, wo die feilen kan, is wanneer we drek en zin aanwelgen. Oder drek uit de zin uitwengen, beides. Wanneer we de zin jo zijn, dan feilt wat? Dit Jest nog onder de dag klippen. En dat vingen we in Johannes kapitel 3, dat de mens wel am diestere zijn. Dat is wat hij wil. En dit is wat we am Yes aanboren. Ons Yes, die is verloren, die heeft entsloten de zin te doen. En wanneer hij heeft entsloten een zin te doen, dan entsluit hij zich de tweede te doen. En de derde, en de vierde, en de vijfde. Dat heeft geen eind meer. En dat ga je ook in zelfs brieven. Wat deed u, wanneer u maar eenmaal beleidigd bent? Wel, wat passiert dan? Dan fangst du an te legen, nicht? Oder wat denkst du, wenn du wohl glücklich wat je doen hast, und du fährst nach Hause, nach der Familie, nach der Älteren, nach der Kinder, nach der Früheren, nach der Mann, was immer wir sagen wollen, und du hast wat je doen, wat du weißt, wat in Jesteel sagt, dat is arg, bij hem naar huis fahren, hast al 15 lenen uit je dag, wat du warst als uitredbrukken. Tom dat tot te dagen. Nee, aber das schafft nicht. Dann sage ich ein Yes, hier bist du in dem Pferd. Ein Yes sage ich, no. Wenn du dort warst, dann warst du wieder gebungen. Und der andere Yes sagt, nee, aber das ist das sehr lang nicht ein, sondern auch schon ja Fehler machen. Warum musst du das sagen? Das dort bloß ein bisschen utklicken. Das ein bisschen die Ursache sein, warum, und dann wird es nicht ganz so hart kommen. Das ist das Pferd, was wir haben. Mach je dort. So, das haben wir mit den Fehler zu tun. So, das nächste, wo wir angehen, ist, en dat is de rood wat ik je wil geven. En dat is ook waar een rood wat geen mens gleicht. Niet in Fleischel, ja. Maar im Einkommen. We hadden een geschichte van das verlorene Zeen. En ik lees die geschichte. Ik kom bij hem Schweinhak. Ja, daar hebben ze te houden, ik moet Schwein bezorgen. En had vielleicht dat eten wat die Schwein hadden. En dat is waar hij bijna leeft. En daar is waar hij im Einkommen. Daar is waar hij zich in de bras sloeg en zegt, mijn vader heeft zoveel arbeid wat schijn te leven ha, en ik honger hier dood in mijn leven.
En dit hem aankomen, dat is een zijn, dat is een wertvolle ding wat God ons gegeven heeft. We kunnen hem aankomen. En dit is wat ik je droden word. En weet je, ik wil gleich plus reden van onze bekering, ik wil reden van onze troubles wat we hebben. Wanneer we bekeerd zijn en we hebben kampen met wat immer is, er is zoveel gemeente sang als het alweer is, en zoveel erwartung als alweer passiert, en door twischen, door als we deze teuflische macht komt, en wel ons tweerieten, ja, en we zijn kinderen Gottes. Wie weet dat? Wie weet de karakter wat we te doen hebben, maar dan zeggen we kennen niet. Ik maak dat manchmal, want met mensen reden daar, en dan maar eenmaal, ja, vergeven zal we. Nee, we zullen niet, we kennen. Nee, joh, maar ik kan niet. Ik weet wel, maar einmal ware kerk dat door. Kan niet loslaten. Ik weet wat ik moet. Dat gaat niet anders. Maar ik kan niet. Dat is wat we zeggen. Wer zegt, ik kan niet? Dat Fleisch. En daar merken we manchmal, wo staat ons Fleisch is. Dat aan die ding wat we juistlich al goed weten, ik zal Janem vergeven, oder ik wil Janem vergeven, en dan zegt de Bibel sogar, wanneer ik niet doe, dan wordt God mij niet vergeven, dat is keine wohl, ik moet hem vergeven. Dat is wat we zeggen doen. En dan zeg je, maar ik kan niet, waarom niet? Wens de nächste ding redt waar einer te mij van die mens, dan kerkt het al waar. En ik heb jaren verzocht, en dat gaat niet. Zij bekend met dat? Dan gaan we de Bibel even en lezen we dat. Ja, dat is bloß geen andere weg. Mijn vlees moet sterven. Dat is wat Jezus deed. Hij stierf. Als schuldig. En wie willen niet meer sterven schuldig? Weet je, dit hem aankomen. En dat kan zo'n kleine fehler zijn als het is. Weet je, de teufel die schaft met alles in ons wat hoog met, ja. En besonders wanneer we een beetje wat houden van ons. Je zijn een fijne mannen niet. En ik zie een fijne foto, 8 kinderen op je trak. En had je alle wijs geleerd. En die zijn alle bekeerd. En dat zijn alles goede missionaren. En nu maar eenmaal had ik hier geleerd. Wat doe dat met dat? Nu nog thuis staan, dat ik heb geleerd. Zijn 60 jaar man en goede Christ van jong af aan. En ik zal dat nu bekennen. No, de oorzaak waarom ik loog wie Janem zijn schuld. En nu zal ik dat opnemen. En aankomen als de antwoord. Ik zie erg. En weet je, ik maak dat met dit hem aankomen. Dat gaat met God zich manchmal aan. Hij rekent dan zoveel en hij weet, hij gleicht ons. We hebben zoveel al loten aan der gaan stonen. Hij rekent dan zoveel. Nou maar eenmaal laten ons maar leen. Dat gaat dat? No, hij leegt niet. Maar hij laat ons aan woord dat we moeten duimig worden. En zo kan ik je veel geschichten vertellen van mensen, ook van mijzelf, wat ik beleefd heb. Dat ik wil recht leven. Ik wil alles recht doen. Ik leid me leiden van den Jezus Gottes. Maar eenmaal bang. Had ik wat gedaan wat ik me niemals had toegedacht. Weet je wat? Daar ging ik waar naar Jezus. Daar word ik waar. Ik bruk Jezus nu nog graag zo nodig als dan ze me bekeerd. Ik bruk dat Christus Christi van daar nog. En daar bruk we hem aan te komen. En dit is zo gelukkig dat we dat kennen, weet je. Du kannst die willen hem aan te komen. Want die voet zal entscheiden, dat ik als verloren mens, het is bloos God, wat durch mij wat doen kan. Ik kan niets doen. Ik wil niet om Schluss nog een Zeugnis vertellen, wat mij zeer veel weet weer. Wat ik zelfs beleefd heb, dat is een positieve, dat wil ik je vertellen. Daar voel ik me werkelijk goed met wat we van God hebben, wat einem helpen dat op die steden waar het velen deed. En dat weer, waar ik mank arbeider weer, alle jaren terug in Campeche, waar ik wel eens zei waar dat passiert. Daar had ik mijn vriend, een aanbidje vriend, wat aan ons kwam, al een maand of 2 daar weer. En dan weer we daar met alle arbeiders op zaten en dronken met seieren en koud water. En dan maar eenmaal vrouw die arbeider, wat kan je en wat is de oorzaak dat die hier maar eenmaal kwam, een paar maanden zijn hier bij Danny Panners, ja. Dan vang hij aan te vertalen.
Dan sagt hij wel, wie kan dat van jong tussen op gas? Toen we jonge jongens voor die was, we hadden ook gestolen en we hadden dit en dat en ja en allerlei doen, ja. Dan vertelde hij dat. En die vangen groothoekig te checken. Wat hij al van mij vertelt. En ik zat er bezied en dacht een beetje zo, waarom wist niet nog andere Geschichten weiter te reden, als Grootskrak de Oeste. Aber ik had ganz klar, dat is waarheid, die lucht niet. Na eenmaal zeg ik, mijn onje weer daar, zeg ik daar, Maret am Ank, dan zeg ik daar, weet je wat, zo kan we daar niet pannen niet. Dan kon ik reden. Ik zei, weet je wat, aber dat is rein bloos Gottes genade, dat je mij anders kan. Wem je kan, is dat wat God heeft. En dit is wat ik jullie rein alle wens. Dat we van deze bezig leven, van ons vleeselijk ek, kan hem aankomen en de genade Gottes eeuwig gedacht worden. Dit is waar we zijn vleeselijk. En zwart het hart. En weet je, dat zwarte hart hangt ver aan zijn uwen. Al die mensen wat nog niet erkend hebben, dat licht wat Jezus gebracht heeft, den is het dieste. Die erkennen niet wat hier bijna is, die erkennen bloos wat andere mensen dom zijn. En wat hij allerlei doen hebben, en de oorzaak waarom hij ook dom is, door wens Adam en Eva. En dat hoeft niet Adam en Eva zijn, dat kan mijn vrouw zijn. Dat kan mijn zin zijn, dat kan mijn prediker zijn. Door doe ik dat, wens die is zo. Zo dieste is dat voor ons. Wat passiert wanneer we in licht komen? Dan zijn we waar we zijn. En dat wil ik al jullie zeggen. Wat nog niet het beleefd hebben, wanneer ze zijn, wanneer du warst in licht komen, dan moet eerst was du zijn waar de best. Dan moet eerst was du zijn dat du werkelijk verloren bent. Dat is waar Jezus ons wijst en wat van een leeuw we zijn, wanneer we eerst naar hem vrouwen. Aber weet je nog een ding, wanneer we om licht komen, dan is de vergeving door en wat passiert dan? Dan rutscht het weg en dan worden we vrij. So met dit wil ik vandaag sluiten en ik wil nächste Mal wieder gaan aan deze klas van wat gaan we werkelijk wiederkomen. Jebungenhet loslaten. Mij aankert je nog een beeld te wijzen van wens dit de klas is van Jebungenhet tot de Friehet. Hier zijn we des mens wat met chede gebungen is. En we zijn de naam God daarboven. We kunnen daar de waarheid aan schrijven. God is waarheid. En dit is een persoon wat gebungen is. Laat het een kind Gottes zijn wat nog ongewoonheid of gebungenheid heeft. Of zo'n wat er nog niet bekeerd is. Die is gebungen en cheden. En wat brukt dat? En anderen wat kan helpen met wijzen waar zij zijn. En wat kost je losworden? Door vergeving. Dat is wat je daar zijn. Ik kan je een vergeving van God leren. Door is vergeving. En don't wil vast die gebungen bent, door is vergeving. En door is bij God, en niet dat ik bloos tekenen wat van de gebungenheid dat kunnen zijn, die kost nog 100 andere hebben. We zijn feiertjeden, betternis is eind, beleidigung is eind, weidig im hart, wat mir alle beleidigt merkt is eind, en last, vlees is last, ja. So wat is verrood voor dit? Dat is, dat die God zijn hand, die gegeven is. En geloven, die hand opheven, en voet hem aan, en laten dat los. En weet je wat dan passiert? Wat God deed met die zaken, met die armen die jafs, hij dampt die en meer aan, dat er niet meer afkomt. En die chede vallen krijgt dan los, maar dat is maar dan, wanneer je eng bent. Zolang du zelfs was met dat feiten, was dat niemals los worden. Du brauchst te zijn, ik kan niet wieder. Dan wordt het los worden. Wij doen krijgt zo, die gaan we loslaten, daar is de genade Gottes, en hij weet zich met de zin. En weet je wat dan passiert? Dan bist du vrij. Zo van de gebungenheid tot de vrijheid.